Ostern steht vor der Tür und ich freue mich so richtig auf meinen Schokohasen. Ihr vielleicht auch. Obwohl, ja, wenn ich dieses Kerlchen so anschaue, dann denke ich mir immer wieder, wie wurde der eigentlich produziert? Unter welchen Bedingungen? Unter fairen Bedingungen? Wo bekomme ich überhaupt fair gehandelte Produkte? Und was kennzeichnet Fair Trade? Ich besuche mit meinen vielen Fragen Sabine Leistner. Sie leitet den Weltladen Una Terra in Regensburg. Da gibt es jede Menge Deko-Objekte, Kleidung, Schmuck, aber auch Lebensmittel. Wir möchten wissen, was unterscheidet einen Weltladen von einem herkömmlichen Supermarkt? Wir im Weltladen haben in erster Linie Produkte, die aus fairem Handel kommen. Fairer Handel heißt in dem Fall, dass die Produzenten und Produzentinnen am Ende der Lieferkette gerecht für ihre Arbeit bezahlt werden, was im konventionellen Handel nicht der Fall ist. Und wir sprechen davon von Produkten wie Kaffee, Tee, Kakao, die hier bei uns nicht angebaut werden können, die aber selbstverständlich zu unserem Alltag gehören. Was oft nicht bekannt ist, dass gerade für Kakao und für Kaffee Kinder mit herangezogen werden zur Arbeit, und zwar ganztägig, sodass sie keine Möglichkeit haben, die Schule zu besuchen und Bildung zu erwerben. Und das wollen wir im fairen Handel ändern. Produkte, die man im Laden findet, sind etwa Bananen, Schokolade, Kaffee, Tee oder Gewürze. Sie sind zu 95% biologisch zertifiziert und aus gerechtem Handel. Doch was heißt das konkret? Gerechter Handel heißt bei uns im Weltladen, dass die Produzenten und Produzentinnen für ihre Arbeit einen existenzsichernden Lohn bekommen. Das heißt, dass sie so viel Geld haben, dass natürlich in erster Linie die Kinder nicht mitarbeiten müssen, nicht zum Lebensunterhalt beitragen müssen, weil der existenzsichernde Lohn für Gesundheit und Essen und Trinken und Dach über dem Kopf und Kleidung reicht und natürlich ganz wichtig die Bildung für die Kinder. Und nur wer Bildung erwerben kann, kann dann später einen Beruf erlernen und sich auch gegen Ungerechtigkeiten wehren. Wenn wir im Weltladen Produkte haben, die aus verschiedenen Inhaltsstoffen bestehen, dann achten unsere Lieferanten natürlich auch darauf, dass bei Produkten wie zum Beispiel der Milch auch unsere hiesigen Bauern einen gerechten Lohn bekommen, weil auch unsere Bauern hier über ein schlechtes Einkommen klagen. Und die Milch, die die GEPA in ihre Schokoladen mit einbezieht, kommt von Berchtesgadener Biobauern. Ein Highlight in jedem Weltladen sind natürlich die Kunst- und Deko-Objekte. Hier stimmen sie uns bunt und fröhlich auf Ostern ein. Übrigens engagieren sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier im Weltladen rein ehrenamtlich. Wöchentlich beraten sie in ihrer Freizeit Kundinnen und Kunden, sortieren Regale ein und stehen hinter dem Verkaufstresen. Aus welcher Motivation möchten wir wissen? Ich bin seit ein paar Monaten Rentnerin und möchte in dieser Zeit auch noch gerne was Sinnvolles tun und habe deswegen hier beim Una Terra Laden angefragt, ob sie nicht noch eine weitere ehrenamtliche Verkäuferin brauchen könnten. Und seit es okay da ist, arbeite ich hier mit und es macht mir auch ziemlich Spaß, mich hier einzubringen, weil man hier im Laden im Gegensatz zu den Supermärkten, wo es ja auch GEPA-Produkte zum Beispiel gibt, hier im Laden kann man einfach den Leuten noch etwas dazu sagen, warum es sinnvoll ist, genau das einzukaufen. Und es ist einfach auch toll für mich zu merken, dass ich dazu beitragen kann, dass Menschen in ihren Heimatländern gute oder bessere Lebensbedingungen
sich schaffen können, indem halt mehr Erlös für die Produkte zu ihnen kommt. Durch diese Waren, Kunsthandwerk oder Lebensmittel, die wir verkaufen. Als Mitglied des Weltladen-Dachverbands unterliegen Weltläden wie Unaterra Regensburg bestimmten Konventionen und Regeln. Sie dürfen nur bei Lieferanten einkaufen, die mit fairer Ware handeln. Wir als Verbraucher haben aber nicht immer die Möglichkeit, einen Weltladen aufzusuchen, wenn wir fair gehandelte Produkte erwerben wollen. Was dann? Natürlich hat man nicht immer einen Weltladen ums Eck. Und wenn man trotzdem Produkte aus fairem Handel kaufen möchte, kann man auch bei Rewe oder Edeka ein GEPA-Regal finden mit fair gehandelten Produkten. Oder wenn ich in den Discounter gehe, dann gibt es dort neben den konventionellen Produkten auch Produkte aus fairem Handel, die dann das Fairtrade-Siegel führen. Daran kann man die konventionelle Ware von der fairen Ware unterscheiden. Der Sache wollen wir tatsächlich auf den Grund gehen. Hier im Rewe-Markt der Familie Vogel in Zeitlan suchen wir nach einem Fairtrade-Regal und werden nach kurzer Zeit fündig. Alle Produkte im Regal sind tatsächlich von der Fairtrade Company GEPA. Wir stöbern natürlich auch bei den anderen Waren weiter nach dem Fairtrade-Siegel. Ein Vorteil: Ihr könnt das Siegel auf den meisten Produkten relativ schnell ausfindig machen. Und das gibt euch bei eurem nächsten Einkauf auf jeden Fall die Möglichkeit, nach Fairtrade-Produkten zu greifen. Liebe Flossenfreunde, wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen und ihr habt ein paar kleine Einblicke in die Thematik Fairtrade bekommen. Wir sagen auf jeden Fall vielen Dank an Sabine Leistner vom Weltladen Unaterra und an Sven Vogel vom Rewe-Markt in Zeitlan, dass wir dort filmen durften. Und jetzt wünschen wir euch schöne Ostertage und sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Ciao!